Hans Haacke zeigt Zusammenhänge. Seine Kunst macht sichtbar und fordert uns auf, unsere Umgebung, die Welt, bewusst wahrzunehmen. Hans Haacke ist in seinem künstlerischen Schaffen visionär. Ökologie, Institutionskritik, Demokratie. Die großen Themen seiner Kunst sind drängende Themen unserer Zeit. In den frühen 1960er Jahren beginnt Hans Haacke, physikalische, biologische und gesellschaftliche Strukturen zu untersuchen, die der Welt zugrunde liegen. Naturprozesse, Wachstum, Luftbewegungen, Wasserkreisläufe. Werke wie sein Large Condensation Cube zeigen auch, Kunst ist nicht statisch. Hier geht es nicht um das Objekt, sondern um den Prozess dahinter. Die Grundlage meiner Arbeit ist, in Systemen zu denken, Systeme zu erzeugen, in bestehende Systeme einzugreifen und diese offenzulegen. Konzeptkunst wie diese stellt die Idee in den Vordergrund. Sie fordert uns auf, über das Gesehene hinauszugehen und die dahinterliegenden Systeme, Abläufe und Verbindungen zu begreifen. Bald wird Haackes Blick kritischer. Er sieht Kunst als Teil der Gesellschaft. Auf die Verschmutzung und Zerstörung der Ökosysteme macht er als einer der ersten Künstler aufmerksam. Der Vietnamkrieg und die Ermordung von Martin Luther King politisieren auch ihn. Seine Kunst soll einen Beitrag leisten. Sie geht hinaus aus dem Kunstraum und ist geprägt durch einen kritischen Blick auf Missstände. Haacke wendet sich Strukturen von Macht zu, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 1971 zeigt seine Arbeit Schapolsky et al. Daten und Fakten und deckt Verbindungen zwischen Immobiliengeschäften und der Verdrängung einkommensschwacher BewohnerInnen in New York auf. Seine große Soloausstellung im Guggenheim Museum wird daraufhin zensiert und vom Direktor Thomas Messer abgesagt. Die gesellschaftlichen, ökonomischen und institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen Kunst produziert, ausgestellt, gehandelt und rezipiert wird, beschäftigen ihn. In der Betrachtung von Kunst sieht Haacke schon früh die Möglichkeit, Gesellschaft zu reflektieren, aber auch ihr den Spiegel vorzuhalten. Seine Werke sind eine Einladung, teilzunehmen, selbst aktiv zu werden, sich zu informieren, zu wählen. Der Status quo ist eine Illusion, in politischer Sicht eine gefährliche Illusion. Mit Germania setzt Haacke 1993 auf der Kunstbiennale in Venedig ein monumentales Zeichen. Er zerschmettert den Marmorboden und lässt die Fragmente als Trümmer zurück. Ein kraftvolles Symbol für die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und dem Erbe des Nationalsozialismus in diesem Gebäude. Ein weiteres bedeutendes Werk widmet er im Reichstag der Bevölkerung. Bewusst nutzt Haacke einen Ausdruck, der die Vielfalt der in Deutschland lebenden Menschen betont. Aus der Erde der verschiedenen Wahlkreise entsteht im Innenhof des Parlaments eine lebende Mischvegetation, die sich selbstständig weiterentwickelt. Haackes kritische Reflexion über nationale Identität und Zugehörigkeit löste intensive Debatten über das Selbstverständnis einer modernen, pluralen Gesellschaft aus. Immer wieder zeigt Haacke, wie Kunst Räume öffnen kann. Für neue Diskussionen über Nation, Demokratie und Inklusion.